Moin zusammen und herzlich willkommen bei meinem Videosegelkurs. In diesem Video gebe ich eine Einführung in die Segeltheorie und zeige, warum ein Segelboot überhaupt vorwärts fährt. Alles, was ich in diesem Video erkläre, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Selnator. Dort beschreibe ich alles ganz genau und Schritt für Schritt mit Zeichnungen und Diagrammen zu den Sachverhalten, die ich hier im Video nicht darstellen konnte. Die Segeltheorie ist ein weites Feld und ich schneide das Thema hier auch nur an, um dir die allernötigsten Grundlagen zu vermitteln. Für einen tieferen Einblick in die Materie empfehle ich dir wirklich, das Buch zu kaufen. Einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Die Frage ist, wie funktioniert Segeln eigentlich? Warum bewegt sich das Boot vorwärts? Es wirken dabei zwei Kräfte, der Vortrieb durch Widerstand und der Vortrieb durch Auftrieb. Beim Vortrieb durch Auftrieb sind die Segel geformt wie ein Flugzeugflügel und so funktionieren sie auch. Der Wind, der daran entlang strömt, erzeugt diesen Auftrieb und wie das dann in Vorwärtsbewegung umgewandelt wird, das erkläre ich gleich. Was erst einmal leichter zu verstehen ist der Vortrieb durch Widerstand. Die Segel werden vor den Wind gestellt und bieten ihm so diesen Widerstand. Der Wind drückt von hinten hinein und schiebt das Boot vorwärts. So wie wenn man einen Regenschirm mit dem Rücken zum Wind aufspannt und nach vorne gezogen wird. Wenn das Boot genau mit dem Heck in dem Wind liegt und die Segel links und rechts vom Mast stehen, ist der Widerstand, den sie bieten, am größten. Der Vortrieb durch Widerstand funktioniert aber nicht nur, wenn der Wind genau von hinten in die Segel kommt, sondern auch, wenn sich das Boot weiter zur Seite dreht und der Wind schräg von hinten in die Segel weht. Diese müssen dann aber so eingestellt werden, dass sie den Wind optimal auffangen können. Wenn sich der Bug weiter in Richtung Wind dreht, geht es irgendwann vom Vortrieb durch Widerstand in den Vortrieb durch Auftrieb über. Und warum das Boot dabei nicht einfach in Windrichtung zur Seite gedrückt wird, sondern vorwärts fährt, das erkläre ich jetzt. Je näher sich der Bug zum Wind hindreht, desto dichter werden die Segel angeholt. Dabei wölben sie sich in die Richtung, in die der Wind bläst, und das sieht von oben so aus wie ein Flugzeugflügel, und wie dort wird an den Segeln Auftrieb erzeugt. Die Segel haben eine dem Wind zugewandte Seite, die Luftseite, und eine dem Wind abgewandte Seite, die Leeseite. Durch die Wölbung an den Segeln läuft der Wind daran in unterschiedlichen Geschwindigkeiten entlang, was zu Druckunterschieden führt. Die Luftströmung an der dem Wind zugewandten Luftseite wird verzögert und die an der dem Wind abgewandten Leeseite wird beschleunigt. Der hierdurch in Luft entstehende Überdruck und der in Lee entstehende Unterdruck wirken als Gesamtkraft in die gleiche Richtung. So bildet sich ein quer zur Windrichtung wirkender Auftrieb. Die Gesamtkraft und damit der Auftrieb wird aber geringer, je weiter sich das Boot zum Wind dreht und ist dann auch zu schwach, um es vorwärts fahren zu lassen. Deshalb würde das Boot einfach in Windrichtung weggedrückt, wäre da nicht der Lateralplan, der seitlich unter Wasser einen Widerstand gegen die Abdrift bildet. Der hier rot dargestellte Bereich würde beim schwimmenden Boot unter Wasser sein und das seitliche Unterwasserschiff, also das, was man von der Seite unter Wasser von Rumpf, Schwert und Ruder sieht, nennt man Lateralplan. Der Lateralplan bildet zusammen mit dem Wasser, das seitlich gegen das Boot drückt, den Lateraldruck, einen Widerstand, mit dem das Boot die quergerichtete Gesamtkraft des Auftriebs teilweise in Vortrieb umwandelt und es vorwärts fahren lässt. Die Gesamtkraft teilt sich auf in den Vortrieb und in die Querkraft, die entsteht, weil der Wind oben seitlich in die Segel weht. Dadurch neigt sich das Boot in Windrichtung zur Seite, es kränkt und dazu kommt noch die Abdrift. Deshalb wird nur sehr wenig Vortrieb aus diesen Kräften gewonnen. Ohne den Lateralplan gäbe es den Vortrieb nicht. Je weiter sich der Bug vom Wind wegdreht, desto weniger wirkt die Querkraft, somit schwächen sich auch Krängung und Abdrift ab und der Vortrieb wächst. Deshalb segelt man auch am schnellsten, wenn der Wind von schräg hinten kommt. Was wir uns also merken können ist, es gibt den Vortrieb durch Auftrieb und den Vortrieb durch Widerstand. Je näher wir an den Wind heranfahren, desto niedriger ist der Vortrieb durch Auftrieb, da die Querkraft zunimmt. Je weiter wir vom Wind abfallen, nimmt die Querkraft ab und der Vortrieb zu. All diese Kräfte wirken aber nur, wenn wir Wind zum Segeln haben. Aber was ist Wind überhaupt? Wind ist bewegte Luft und die Bewegung der Luft entsteht durch Druckunterschiede. Kalte Luft ist schwerer und presst sich zusammen, dadurch entsteht hoher Luftdruck. Warme Luft steigt auf und hinterlässt niedrigen Luftdruck. Dorthin strömt die Luft aus den Hochdruckgebieten. Wichtig für den Segler ist die Richtung, aus der der Wind weht, damit er die Segel richtig dazu einstellen kann. Nah am Wind sind die Segel dicht geholt und je weiter sich der Bug vom Wind wegdreht, wenn wir abfallen, desto weiter müssen die Segel geöffnet werden. Wir müssen also immer die Segel optimal zur Windrichtung einstellen und das nennt man Segeltrim.
Wir richten uns dabei aber nicht nach dem Wind, den wir an Land spüren, sondern wir segeln mit dem sogenannten scheinbaren Wind. Dieser setzt sich zusammen aus dem wahren Wind und dem Fahrtwind. Das Boot fährt ja sozusagen gegen die vor ihm liegende Luftmasse und das bildet den Fahrtwind. Diese Luftmasse wird abgelenkt und bildet zusammen mit dem wahren Wind den scheinbaren Wind. Wenn der wahre Wind hier im Video von oben weht, dann kommt der scheinbare Wind von etwas weiter von vorn als der wahre Wind. Je schneller ein Boot fährt, umso mehr nimmt der Fahrtwind zu und umso mehr weicht die Richtung vom scheinbaren von der Richtung des wahren Windes ab. Steht das Boot, wird der Verklicker vom wahren Wind hier im Video nach unten geweht. Ist das Boot aber in Fahrt, kommt der Fahrtwind dazu und der Verklicker richtet sich nach dem scheinbaren Wind aus, mit dem wir dann auch segeln. Je weiter ein Boot vom Wind abfällt, desto schwächer wird der scheinbare Wind. Je weiter es zum Wind hin anluft, desto stärker wird der scheinbare Wind. Der scheinbare Wind kommt immer von weiter vorne, das heißt vorlicher als der wahre Wind, außer man segelt genau vor dem Wind, denn da fallen wahrer und scheinbarer Wind zusammen. Was wir uns also merken können, es gibt einen Vortrieb durch Widerstand und einen Vortrieb durch Auftrieb. Die Segelstellung muss immer der Windrichtung angepasst werden. Wenn wir unseren Kurs ändern, werden die Segel entweder angeholt oder aufgeführt, bis sie richtig zum Wind stehen. Wir segeln aber nicht mit dem wahren Wind, sondern mit dem scheinbaren Wind, der aus dem Fahrtwind und aus dem wahren Wind entsteht. Der Vortrieb durch Auftrieb entsteht durch Druckunterschiede in Le und Luf am Segel. Je näher wir am Wind entlang segeln, desto schwächer ist der Vortrieb, weil wir einen großen Teil der Gesamtkraft durch die Querkraft, also durch Krängung und Abdrift, verlieren. Wenn wir beim Vortrieb durch Auftrieb das Schwert hochholen und den Lateralplan nicht für uns arbeiten lassen, driften wir sogar ab. Wie gesagt, wenn wir durchs Wasser fahren, müssen wir die Segel richtig zum Wind einstellen, damit der Vortrieb durch Auftrieb oder der Vortrieb durch Widerstand funktionieren können. Und die verschiedenen Kurse relativ zum Wind haben verschiedene Namen. Die lernen wir dann in den nächsten 4 Videos kennen, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wir fangen damit an, dass wir das Boot in den Wind drehen und werden feststellen, dass wir so nicht segeln können. Alles, was ich dir in diesem Video gezeigt habe, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Sailnator. Dort beschreibe ich alles ganz genau und Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen konnte. Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar unter das Video. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, aber wie gesagt, es steht alles ganz genau in meinem Buch. Im nächsten Video erkläre ich den Amwindkurs. Einen Link dahin findest du in der Videobeschreibung. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben und abonniere bitte den Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Einen Link zu meinem Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist so geschrieben, dass du dich mit jedem Kapitel auf deine nächste Segelstunde vorbereiten kannst und danach nochmal alles wiederholen kannst. Das Buch gibt es übrigens auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist praxisnah geschrieben und ich denke, dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch wirst du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller segeln lernen. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und würde mich freuen, wenn du es dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank!